So, hallo zusammen, Craig Hanson hier und willkommen zu meinem Video. Ich habe einen meiner Schüler hier, Florian Gessner. Er ist der Clubmeister für Bild Hausen und in den letzten 4 bis 6 Wochen wir haben einen Fortschritt gemacht mit seinem Handicap. Er ist von Handicap 3 jetzt auf 2 und seine Flugbahn und Kontakt ist ein bisschen besser geworden in einer sehr kurzen Zeit. Ich werde seinen Schwung vergleichen mit ein paar von den besten Golfers in der Welt, Tiger Woods und Ben Hogan, und ich habe hier Sergio Garcia und würde ein bisschen erklären über den Golfschwung und dann können wir sehen, was korrekt ist und was vielleicht nicht korrekt ist. Ich habe Sergio Garcia seinen Schwung hier, weil beide Golfschwünge sind ähnlich und wir können jetzt schauen. So, ich hab ein paar Linien da hingemalt, hier eine durch das Schaft. Das ist die Schwungebene. Das ist eine Pre-Treff-Moment-Position eigentlich von dieser Seite. Wir wollen zurückkommen so nah zu dieser Schaftlinie wie möglich Treffmoment. So, eine Linie auf dem Hinten, eine Linie beide auf ihre Köpfe. So, von diesem System hier ist es einfach, den fehlenden Schwung wirklich zu sehen. So, wenn wir holen aus, Sergio ist leicht über diese Schwungebene. Was wir probieren zu machen, Florian hat da ausgeholt und sein Schläger bleibt wirklich voll auf die korrekte Schwungebene, die Schaftebene da. Wir wollen nicht wirklich weit weg von dieser Ebene gehen. Ich meine, es gibt ein paar Champions, die holen sehr weit aus von der inneren Seite oder von der oberen Seite. Aber das Problem ist, diese Champions, sie finden ihren Weg zurück zum Treffmoment, aber für die meisten Leute, wenn sie holen aus und der Schläger ist weit weg von dieser korrekten Position, dann finden sie ihren Weg nicht zurück. So, die Idee ist, dass wenn wir ausholen, der Schläger wird wirklich parallel bleiben zu dieser originalen Schaftebene. Und wenn wir holen aus hier, wir sehen, dass Sergio Garcia hat ausgeholt, sein Schläger ist ein bisschen über der korrekten Ebene, aber wenn er in dieser Position ist hier, der Schläger oder der Griffende zeigt direkt auf den Ball, so das ist nicht wirklich weit weg. Wenn er oben ist, hat der gleiche Effekt. Mit Florian hier, dass der Schaft ist parallel zu der originalen Schaftebene. Und beide haben ihre Kopf ein bisschen eure Köpfe nach unten gesunken und der hinten bleibt hier voll auf der Linie bei Sergio Garcia. Eigentlich Florian ist ein bisschen nach tiefer gegangen und das ist eine perfekte Position. So, das sieht da richtig gut aus. Und wenn wir kommen jetzt hier nach unten, machen wir ein paar Linien weg. Schauen wir hier. Und wenn wir schwingen jetzt nach unten, die Idee ist, dass eben, dass der Kopf senkt weiter nach unten. Und viele Leute denken, dass dies ist ein Fehler in der Golfschwung. Aber wirklich, die besten Golfers in der Welt senken ihren Kopf wirklich in der Abschwung oder in der Ausholenbewegung oder beides oder auch durch Treffmoment. So, von dieser Position, wenn wir senken den Kopf nach unten, es gibt wirklich eine bessere Chance, dass wir kriegen einen gedruckten Kontakt mit Ballboden. Wir kriegen ein bisschen mehr Power, aber wir kriegen einen besseren Winkel in der Handgelenk. Wir kriegen mehr Speed, mehr Geschwindigkeit. Es ist mehr Platz für den rechten Arm. Es ist einfacher zu landen oder kommen zurück zu der originalen Schaftposition und viel mehr. So, das ist kein wirklich Thema. Wenn wir schauen schnell später auf Ben Hogan oder Tiger Woods, wir werden das Gleiche sehen. So, wenn wir schwingen jetzt hier nach unten, wir sehen, dass der Schlägerkopf ist sehr nah zu die originale Schaftebene da. Wir sehen, dass Florians Position ist wirklich identisch zu Sergio Garcia, auch die Hüfteposition. Und wenn sie sind im Treffmoment, und das ist eine perfekte Position da von Garcia. Das sieht man selten. Es nicht wirklich viele Leute, die das machen kann. Florian ist leicht über der Ebene. Von dieser Position hier, wir sind vielleicht, das ist 54 Grad. Es ist nur 1 oder 2 Grad höher. Das sieht man wirklich nicht wirklich viele von den Weltklasse-Golfers. Das sind mehr als
5 oder 6 Grad höher von dieser originalen Ebene, weil der Release oder der Kontakt von da, das zu kontrollieren, ist einfach, es ist zu schwierig. So. Durch den Schlag, das ist was sehr beeindruckend ist bei Garcia, der Schläger kommt wirklich voll raus, fast unter die Ebene da, und es ist dann wirklich eine neutrale Release, also es gibt nicht viel überall, und das ist ein Bereich, wo wir haben mit Florian in letzter Zeit ein bisschen gearbeitet auf seinen Schwung, aber das ist beide in einer super Position. So von dieser Seite habe ich nicht wirklich viel gemacht. Und wenn wir schauen, Florian seinen Schwung an von die andere Seite, das ist vor 4-5 Wochen hier, dieser Schwung hier. Und ich werde wieder den Garcia seinen Schwung raus. So, wir machen wir jetzt hier eine Linie hier oben. Und diese Linie hier, ich nenne das diese Linie der Wand. Okay. Von dieser Position, ich habe so viele Weltklasse-Golfers getestet, und sie sind wirklich alle im Treffmoment durch diese Linie mit ihrer Schulter und mit ihrer linken Oberschenkel. So von hier, das wird eine seitliche Bewegung durch den Schlag, und wir sehen, dass der Schulter geht durch die Linie, der Oberschenkel durch die Linie, und von hier kriegen wir dann diese gedruckte Kontakt raus. Und wenn der linke Hand wirklich trifft die Wand hier, der Schläger und der linke Arm soll für der Beste in der Welt in einer Linie sein. Dieser Bein wird immer in der 60-Grad-Bereich, irgendwann in der 60. Der Clubgolfer ist immer in der 80-Grad-Bereich. So, wenn wir verbessern die Treffmomentposition, dann sehen wir sofort bessere Schläge. Okay, das ist vor 5 Wochen. Wir haben dann hier, obwohl wir haben einen guten Winkel in der rechten Bein und ein guter Schläger raus. Der Körper war nicht wirklich durch diese Linie hier. Und dann haben wir das trainiert für ein paar Wochen, 4 Wochen. Und mit verschiedenen Übungen, viele trockene Probeschwünge, dann haben wir eine neue Treffmomentposition, wo die Schultern in der Linie gehen durch, und das war der Beste, das ich denke, Florian hat den Ball in sein Leben geschlagen, diesen Nachmittag hier. So da hat er richtig geiler Kontakt, gedruckte Bälle raus, und das ist eine Top-Golfschwung. Ich meine, Florian schlägt den Ball unglaublich weit, und wenn die Positionen sind nicht richtig, dann haben wir Probleme. Bevor wir gehen weiter, ich möchte von der anderen Seite ganz kurz diese Schwung zeigen, vielleicht von Tiger Woods. Das ist Tiger Woods vor ein paar Jahren. Persönlich denke ich, sein Schwung war besser in dieser Zeit, als es jetzt ist. Aber er könnte ein Turnier gewinnen, egal mit welcher Schwung das er hat. Aber dieser Schwung ist wirklich perfekt. So, wir schauen uns auf seinen Schwung schnell hier. Okay, ausgeholt, leicht über der Linie, der Schläger bleibt parallel zu der originalen Schaftebene. Auch hier oben, der Kopf ist ein bisschen nach unten gesunken. Hinten bleibt er auf der Linie. Wenn er runterkommt, wir sehen, dass der Schläger ist parallel zu der originalen Schaftebene. Schläger wieder voll auf der Ebene da. Und wirklich zurück zu einer perfekten Treffmomentposition. Und wir sehen, dass sein Kopf ist nach unten gesunken ein bisschen. Und auch auf der anderen Seite bleibt der Schläger dann parallel. So wunderbarer Golfschwung. Die Ben Hausen, sie sagen, dass er war der Beste von allen Seiten. Wir machen eine Linie hier, auf seiner hinten, eine auf der Schaft, eine auf seinen Kopf. Wir würden sehen, dass der Kamerawinkel ist nicht genau richtig so. Das hat den Effekt, dass es ein bisschen nach innen ausgeholt ist. Aber der Kopf senkt ein Stück hier, da hinten ist über der Linie. Kopf senkt noch ein bisschen mehr nach unten, drückt in den Boden rein und dann voll auf diese Schaftebene. Und wir können sehen, warum Ben Hausen hat, sozusagen, der beste Schläger von allen Seiten. Von der anderen Seite, es gibt ein kleines Geheimnis zu Power in der Golfschwung. Und wenn ich gesagt habe, Florian hat
riesige Schläge, bis zu 260 Meter. Dann können wir schauen und vergleichen das schnell zu Rory McIlroy und sehen, warum sie schlagen den Ball so unglaublich weit mit ihrem Golfschwung. So. Das Ding ist bei diesen Top-Golfers, wenn sie holen aus, sie haben diese L-Position hier, am meisten. Und das gehen wir ein bisschen weiter zu. Von hier, das Ding ist, ich meine, man braucht Talent, aber man braucht auch die richtige Information. Und wenn wir arbeiten auf die richtigen Dinge, dann können wir den Ball weiter schlagen. Von hier, wenn diese Top-Golfers kommen runter, sie haben den weniger Winkel, als wie sie gestartet haben. Das bedeutet, dass der Winkel von der Schaft zu der Schulter wird kleiner in die Abschwung. I mean, das ist unglaublich, was Rory da hat. Und er schlägt den Ball so unglaublich weit. Aber von hier, wir sehen den Druck auf den Schaft. Und hier unten wird dann in dieser Position, beide haben diese riesige Winkel in den Handgelenken hier. Und wenn die Technik nicht gut ist, mit so viel Power, es ist so schwierig, den Ball gerade zu schlagen. Von hier, mit so einer tiefen Winkel, man muss das ausgleichen auf der anderen Seite. Und was ich meine bei das ist, es muss unglaublich Unterarme-Rotation sein. Und wenn wir arbeiten auf eine Ding, dann müssen wir ein bisschen auf der anderen arbeiten. So, das ist, der rechte Arm ist voll lang und richtig voll raus. Wir sehen, dass die Hände überrollen wirklich unglaublich viel. Und dann kommen wir rein into eine Finish-Position. So, ja, und das ist mein Video. Das ist Florian Gessner. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.